Wie ich bereits in einem anderen Video gezeigt habe, kann man mit dem FIS-Control MMI Konfigurator sein FIS-Control konfigurieren und hauptsächlich auch auswählen, welche Messwerte angezeigt werden sollen. In dem Video möchte ich jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man sich die Rundinstrumente konfiguriert. Ich habe jetzt hier schon für 3 Rundinstrumente alles eingetragen. Das heißt, das linke Rundinstrument, dort soll die Formel Nummer 5 visualisiert werden. Formel Nummer 5 ist hier Manifold Absolute Pressure, sprich der Ladedruck in der Einheit Millibar. Der Wertebereich, den ich im Rundinstrument haben möchte, geht von 0 bis 2000 Millibar. Für das mittlere Rundinstrument nutze ich den Messwert Nummer 3. Hier oben in meiner Liste ist das die Luftmasse. Jetzt können wir gerade schon mal eine Änderung machen. Ich möchte hier zum Beispiel die Öltemperatur sehen. Dann werde ich sogar, glaube ich, schon hier in der Liste. Genau, ich habe ja hier schon den Messwert Nummer 2, die Öltemperatur. Dann trage ich einfach hier statt der Formel Nummer 3 die Formel Nummer 2 ein. Dann habe ich da die Öltemperatur. Und Öltemperatur wird sicherlich nicht von 0 bis 1200 Grad gehen. Also ich möchte zum Beispiel sehen von 50 Grad bis 120 Grad. Dann das rechte Rundinstrument habe ich jetzt hier den Messwert Nummer 1, das heißt die Abgastemperatur in Grad Celsius. Da ist jetzt hier der Anzeigebereich von 500 bis 1100 Grad. Da ich jetzt was geändert habe, muss ich auch passend meine Hintergrundgrafik ändern. Das mache ich mit dem kostenlosen Shareware-Tool Photoline. Ich öffne dazu mein Template, was ich auch auf der Webseite bereitstelle. Da habe ich schon mal eine Hintergrundgrafik und Platz für 3 Rundinstrumente. Auf der linken Seite ist eine Liste von allen Grafikkomponenten. Bei einigen ist hier dieses Augensymbol davor, das sind die Sachen, die schon angezeigt werden. Einige Komponenten sind ausgeblendet, zum Beispiel die Skalen. Ich habe jetzt beispielsweise schon mal jeweils 2 Skalen für jedes Rundinstrument vordefiniert. Einmal mit 6 großen Unterteilungen, einmal mit 10. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mitte mir einen Ladedruck oder eine Öltemperatur anzeigen möchte und mir reichen 6 Skalenstriche, dann kann ich das hier so einblenden. Ich kann mir das noch entsprechend beschriften. Ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet. Ich blende jetzt einfach mal die ganzen Sachen ein. Jetzt hatte ich hier in der Mitte noch die Luftmasse stehen. Da hätte ich jetzt gerne die Öltemperatur. Deswegen gehe ich hier auf das Textwerkzeug, mache einen Doppelklick mit der Steuerung-Taste und dem Scrollrad kann ich mir das auch noch ein bisschen größer ziehen. Und dann kann ich den Text hier editieren. Und kann mir das auch jetzt noch ordentlich zentriert hinlegen. So, was ich noch machen möchte, ist die Temperaturen an die Skala dran schreiben. Ich habe jetzt eine Ziffer vorbereitet, die blende ich mir gerade ein. Und die kann ich dann entsprechend an die Stellen kopieren. Ich wähle die aus, mit Steuerung C kann ich kopieren, mit Steuerung V einfügen. Das heißt, ich habe jetzt ein Duplikat erstellt, was ich frei auf dem Bildschirm verschieben kann. Das schiebe ich mir jetzt mal hier rüber. Und wir hatten gesagt, die Öltemperatur soll bei 50 Grad anfangen. Das heißt, ich ändere mir jetzt diesen Wert hier auf 50. Jetzt schaue ich gerade nochmal. Maximalwert war 120. Den mache ich auch gerade noch hin. Mit Steuerung V wieder einfügen. Erst kopieren. Steuerung V einfügen. Dann habe ich ein Duplikat. Das schiebe ich mir hier hin und ändere es auf 120. So, das mache ich dann vom Prinzip her für alle Messwerte oder für alle Skalenstriche, wo ich eine Zahl dran haben möchte. Mit den Pfeiltasten kann man es noch fein justieren. Wenn man damit fertig ist, dann kann man sich das Ganze als Bilddatei abspeichern. Das geht hier unter File, Save As und dann wähle ich noch als Format ein PNG-Format aus. Ich vergebe noch einen Dateinamen und klicke auf Speichern. Ich hatte jetzt hier schon eine Hintergrunddatei mit dem Namen, deswegen überschreibe ich die jetzt. Bestätige. Ja, dann bin ich an der Stelle fertig. Wenn man sich die Grafiken komplett selbst zusammenstellen möchte, also auch andere Rundinstrumente vielleicht haben möchte, andere Zeigergrafiken, zeige ich auch noch kurz, wie das geht. Jetzt aber doch mal an dem Beispiel, was ich hier schon vorbereitet habe. Ich habe jetzt hier die Grafik von einer Nadel. Wichtig ist, wenn man jetzt die Nadelgrafiken austauscht, können sich auch die Abmessungen der Grafik ändern. Das heißt, die Nadel ist vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Wie groß das Zeigerbild ist, sehe ich hier auf der linken Seite unter Size. Das heißt, die Zeigergrafik ist jetzt 47 Pixel breit und 120 Pixel hoch.
Das muss ich auch in dem FIS-Control-Konfigurator eintragen. Das geht hier unten in dem Bereich. Ich habe also jetzt hier zum Beispiel für alle 3 Rundinstrumente getrennt diese Angaben. Die Nadelbreite, die Nadelhöhe, das sieht man auch genau, das passt jetzt hier für meine Grafik. 47 Pixel breit, 120 Pixel hoch. Ich gebe mir das gerade mal so ein bisschen nebeneinander. Kommt gerade noch die Meldung, dass es sich hier um eine Shareware-Version von dem Photoline handelt. Okay. Gut, wie gesagt, also ich sehe die Abmessung der Pixel-Grafik hier. Das passt. So, dann muss ich dem FIS-Control noch sagen, wo der Rotationspunkt, sprich die Achse von der Nadel ist. Das heißt, es wäre dann irgendwo hier. Hier unten in dem Bereich kriege ich genau angezeigt, wo mein Mauszeiger ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Mauszeiger ziemlich genau auf die Mitte der Nadel zeige, dann sehe ich, dass jetzt hier X-Position bei 23 Pixel, Y-Position so ungefähr bei 94. Das ist auch das, was ich dann hier im Konfigurator eintragen muss. So, was ich noch sagen muss, ist, an welcher Position die Nadel auf der Hintergrundgrafik eingeblendet werden soll. Das lässt sich auch sehr schön mit dem Photoline rausfinden. Mit STRG C kopiere ich einfach die komplette Nadel und wechsle mal in meine Hintergrundgrafik und füge die Nadel einfach ein. Jetzt kann ich mir die so verschieben, dass sie möglichst genau dahin passt, wo ich sie haben möchte. Und hier gibt es so einen violetten Punkt mit einem Kreuz drin. Das ist der Rotationspunkt. Das heißt, ich kann jetzt sogar hier schon mal testen, wie die Nadel sich bewegen würde um diesen Rotationspunkt. Und die Position von dieser Nadelgrafik kriege ich hier angezeigt unter Position. Und das ist genau das, was ich in dem Konfigurator eintragen muss. Also jetzt hier sind wir gerade in der im mittleren Rundinstrument. Da ist die Nadelposition. Ich vergleiche das gerade mal, das müsste einigermaßen hinkommen. Genau, hier habe ich jetzt gesagt, aktuelle Nadelposition ist bei 378 Pixel und 127. Gut, beim letzten Mal hatte ich mir das noch ein bisschen anders, ein paar Pixel daneben gelegt, bei 377 und 124. So, das ist eigentlich das, was ich machen muss. Dann kann ich mir die Änderung speichern und genauso wie die neue Hintergrundgrafik auf das FIS-Control übertragen.